Wie kann ich meine Kontoumsätze rückwirkend analysieren und beispielsweise herausfinden, in welchem Monat ich die meisten Ausgaben hatte, wofür ich wie viel Geld ausgebe oder wie hoch meine gesamten Einnahmen und Ausgaben im letzten Jahr waren? Die einfache Antwort, aber manchmal aufwendige Übung: ein Haushaltsbuch führen. Die gute Nachricht: es gibt eine einfache Alternative. Viele Banken geben uns die Möglichkeit, unsere Kontoumsätze für bestimmte Zeiträume zu exportieren, damit wir diese selbst analysieren können. In diesem Video wollen wir euch zeigen, warum es hilfreich sein kann, eure historischen Kontoumsätze zu analysieren und welche Direktbanken in Deutschland diese Analyse ermöglichen. Wie ihr in 5 einfachen Schritten aus den Kontobuchungen eine eigene Einnahmen-Ausgabenübersicht erstellen könnt und was ihr mit diesen Informationen bzw. Daten machen könnt. Viel Spaß dabei! Warum ist es überhaupt wichtig, eine Einnahmen-Ausgabenübersicht zu erstellen, und kann ich das mit meinem Konto auch machen? Die Einnahmen-Ausgabenübersicht ist ein wichtiger Teil der privaten Finanzplanung und kann als Basis für eure private Budgetplanung nützlich sein. Die Ermittlung und Analyse sowie auch das regelmäßige Prüfen der privaten Budgets kann beispielsweise helfen, übermäßigen Konsum zu erkennen und zu verhindern oder die persönlichen Sparziele zu erreichen. Wir wollen euch in diesem Video zeigen, wie ihr eure historischen Kontoumsätze in eine Datei exportiert und diese mit Excel analysiert. Die meisten Banken, vor allem Online-Banken, bieten uns mittlerweile die Möglichkeit, Kontoumsätze in eine Datei zu exportieren. Die 4 großen Direktbanken in Deutschland beispielsweise, die Comdirect, DKB, ING und auch die Consorsbank, erlauben es uns, eine sogenannte CSV-Datei von unseren Kontoumsätzen in einem bestimmten Zeitraum zu erstellen. Das funktioniert sowohl für Girokonten oder auch Kreditkarten und Tagesgeldkonten. In der Videobeschreibung haben wir einen Artikel mit einer Übersicht zu weiteren Banken verlinkt. Sollte eure Bank noch nicht aufgeführt sein, gebt uns gerne Bescheid. Die Erstellung einer Einnahmen-Ausgabenübersicht basierend auf Kontobuchungen haben wir am Beispiel der Comdirect in 5 Schritte aufgeteilt. Als erstes exportieren wir unsere Kontoumsätze für einen gewählten Zeitraum als CSV-Datei. Als nächstes importieren wir diese Datei in unser Tabellenkalkulationsprogramm. In unserem Fall machen wir das mit Microsoft Excel. Ihr könnt dafür aber auch ein anderes Programm nutzen, beispielsweise Google Tabellen oder OpenOffice. Im dritten Schritt bearbeiten bzw. bereinigen wir unsere Daten und ergänzen unsere Datengrundlage. Danach erstellen wir mithilfe einer sogenannten Pivot-Tabelle unsere Einnahmen-Ausgabenübersicht als einfache Tabelle. Im letzten Schritt geht es an die Visualisierung, indem wir basierend auf der Pivot-Tabelle ein Diagramm erstellen, das uns die Einnahmen-Ausgabenübersicht visualisiert. Für den Export der Kontoumsätze in eine CSV-Datei gehen wir in unser Online-Banking-Konto, an unserem Beispiel das Online-Banking der Comdirect. Wir gehen auf unser Girokonto und lassen uns alle Umsätze beispielsweise für ein Jahr anzeigen. Am Ende der Seite finden wir bei der Comdirect die Möglichkeit, die Buchungen als CSV-Datei zu exportieren. Damit haben wir alle Kontoumsätze in eine Datei exportiert und auf unserem Computer abgespeichert. Im zweiten Schritt importieren wir diese CSV-Datei in Excel, damit wir die Rohdaten in eine Tabellenform überführen können. Das machen wir, indem wir in Excel oben auf Datei und Importieren klicken. Jetzt wählen wir den Dateityp aus, welchen wir importieren möchten. In unserem Fall ist es die CSV-Datei, und klicken auf Importieren. Wir suchen nach unserer zuvor exportierten Datei und bestätigen den Import beispielsweise mit einem Doppelklick auf die Datei. Als nächstes öffnet sich erneut ein Fenster, der sogenannte Text-Import-Assistent. Dieser prüft unsere CSV-Datei und hilft uns sicherzustellen, dass die Daten so importiert werden, wie wir es für unseren Anwendungsfall benötigen. Im unteren Vorschau-Fenster sehen wir in unserer Beispieldatei, dass einige Umlaute nicht richtig dargestellt werden, zum Beispiel Übertrag oder Überweisung. Das können wir korrigieren, indem wir den Datenursprung von Macintosh auf Windows umstellen. Im Vorschaufenster sehen wir, sobald die Umlaute richtig angezeigt werden, und können zum nächsten Schritt weiter. Im zweiten Schritt definieren wir die Trennzeichen unserer CSV-Datei, damit unsere Daten in einzelne Spalten vorliegen. Im Vorschaufenster unten sehen wir, dass zwischen den verschiedenen Informationen Semikolons aufgeführt sind. Durch einfaches Ausprobieren und ständigen Blick auf die Vorschau bekommen wir durch die Auswahl von Semikolon als Trennzeichen die Daten als Tabelle dargestellt. Im dritten Schritt können wir für die einzelnen Spalten ein geeignetes Format definieren. Meist sind hier keine Änderungen nötig und wir können den Import finalisieren. Bevor wir unsere Daten einfügen, wählen wir die Zelle aus, wo wir unsere Daten platzieren möchten. Da wir vorab eine leere Datei geöffnet haben, wählen wir vorhandenes Arbeitsblatt aus und bestätigen die Vorauswahl der ersten Zelle mit OK. Damit haben wir den Import der Daten in Excel abgeschlossen und können jetzt unsere Rohdaten das erste Mal anzeigen, bei Bedarf bereinigen oder bearbeiten. Im dritten Schritt versuchen wir unsere Daten optisch etwas anzupassen und so zu bearbeiten, damit wir die ersten Ergebnisse anzeigen können. Für die einfache Bearbeitung der Daten formatieren wir unseren Datensatz zuerst in ein Tabellenformat. Dazu wählen wir unseren Datensatz inklusive Titelzeile aus, was in unserem Fall Zeile 5 ist, und wählen im Reiter Einfügen Tabelle aus. Da wir in unserem Datenbereich bereits Überschriften haben, können wir noch das Kontrollkästchen aktivieren. Das bestätigen wir mit dem Klick auf OK.
Für eine einfache Einnahmen-Ausgabenübersicht werden wir zu jeder Buchung in dieser Tabelle eine Kategorie zuweisen. Bei der privaten Finanzplanung reichen unserer Erfahrung nach meist 3 Kategorien: die Einnahmen, Ausgaben und bei Bedarf die Umbuchung. Beispielsweise für Überweisungen zwischen unseren Konten innerhalb einer Bank oder verschiedenen Banken, welche für uns weder Einnahmen noch Ausgaben sind, da sie nicht unsere Liquidität beeinflussen. Wir erweitern unsere Tabelle um die neue Spalte und benennen diese beispielsweise Kategorie. Wir könnten jetzt jede einzelne Zeile durchgehen und den jeweiligen Buchungen eine der 3 Kategorien zuweisen, was je nach Anzahl der Buchungen auf eurem Konto länger dauern könnte. Alternativ können wir das beschleunigen, indem wir zuerst unsere Umsätze absteigend sortieren. Damit haben wir alle Buchungen der Größe nach sortiert und definieren alle positiven Umsätze als Einnahmen sowie alle negativen Umsätze als Ausgabe. In unserem Fall haben wir noch die erwähnten Umbuchungen zu identifizieren und als solche zu definieren. Für einen ersten groben Überblick eurer persönlichen Einnahmen-Ausgabenübersicht werden diese 3 Kategorien wahrscheinlich ausreichen und wir können uns die ersten Ergebnisse anzeigen lassen. Für eine erste Übersicht der Ergebnisse, also unsere monatlichen Einnahmen, Ausgaben und gegebenenfalls Umbuchungen, nutzen wir die Hilfe einer sogenannten Pivot-Tabelle. Pivot-Tabellen haben den Vorteil, dass wir mit wenigen Klicks unseren gesamten Datensatz analysieren können, sodass wir beispielsweise alle Einnahmen und Ausgaben im Januar separat anzeigen können. Dazu markieren wir unseren gesamten Tabellenbereich, indem wir oben links in unserer Tabelle diese markieren, wenn das Handsymbol erscheint, und gehen auf den Reiter Einfügen und Pivot-Tabelle. Hier sehen wir, dass bereits unsere Tabelle ausgewählt wurde und wir mit OK das Erstellen der Pivot-Tabelle bestätigen können. Im nächsten Schritt müssen wir definieren, welche Spalten und Werte wir wie anzeigen lassen wollen. In unserem Fall haben wir die Kategorie als Spalte festgelegt, der Buchungstag bzw. Wertstellung als Zeile und den Umsatz in Euro als Wert. Damit die Werte in der Pivot-Tabelle optisch leichter zu unterscheiden sind, können wir das Zellformat beispielsweise noch als Währung anpassen. Damit haben wir unsere erste Einnahmen-Ausgabenübersicht erstellt. Die letzte Spalte in der Pivot-Tabelle summiert unsere Kategorien je Monat auf, was, wenn wir unsere Buchung herausnehmen, unseren monatlichen Überschuss darstellt. Wir können die Umbuchung aus der Pivot-Tabelle einfach herausnehmen, indem wir die Kategorie Umbuchung herausfiltern. Da wir für dieses Beispiel nicht in die Tiefen des Rechnungswesens einsteigen wollen, sollte das Ganze als grobe Näherung einer privaten monatlichen Einnahmen-Ausgabenübersicht verstanden werden. Jetzt haben wir eine erste grobe Übersicht unserer Einnahmen, Ausgaben und Überschuss pro Monat sowie für das gesamte Jahr in einer Tabelle dargestellt. Zur Visualisierung der Ergebnisse in einem Diagramm gehen wir jetzt auf die Registerkarte Einfügen und in den Bereich Diagramme und wählen einen geeigneten Diagrammtyp aus. Wir wollen dafür ein Säulendiagramm verwenden. Der Vorteil einer Pivot-Tabelle ist, dass sich Änderungen in der Datengrundlage automatisch auf die Ergebnisse auswirken und das Diagramm ebenfalls aktualisiert. Solltet ihr beispielsweise Fehler bei der Zuweisung einer Kategorie entdecken, könnt ihr diese im Datensatz korrigieren und euer Diagramm wird daraufhin automatisch angepasst. Darüber hinaus könnt ihr neben den 3 einfachen Kategorien noch detailliertere Ausgabentypen in der Hilfsspalte definieren, beispielsweise Miete, Essen, Konsum, Urlaub etc., um herauszufinden, wofür ihr wie viel Geld ausgegeben habt, wie ein klassisches Haushaltsbuch eben. Und so erstellt ihr in 5 einfachen Schritten eure eigene individuelle Einnahmen-Ausgabenübersicht inklusive monatlichen Überschuss, basierend auf euren Kontobewegungen. Wir verwenden diese einfache Einnahmen-Ausgabenübersicht beispielsweise einmal im Jahr für unsere zukünftige Finanzplanung. Das heißt, basierend auf unseren historischen Einnahmen und Ausgaben erstellen wir unsere Planzahlen für die nächsten 12 Monate. Vor allem für die Ausgaben ist das unserer Erfahrung nach besonders hilfreich, da wir uns beispielsweise als Ziel setzen könnten, nicht mehr als im Vorjahr auszugeben oder für bestimmte Ausgabenbereiche weniger auszugeben. Auf der Einnahmenseite hingegen können wir als Arbeitnehmer meist gut abschätzen, welche zukünftigen Einnahmen wir erwarten, da wir unser aktuelles Nettogehalt kennen und meist nur variable Vergütungsanteile abweichen. Aber auch als reines Analysewerkzeug können diese Übersichten hilfreich sein, wenn bei euch beispielsweise in bestimmten Monaten sehr hohe Ausgaben auftauchen, um diese dann im Detail zu identifizieren und zu entscheiden, wie zukünftig damit umgegangen werden soll. Wir hoffen, euch kann diese Kurzanleitung helfen, eure eigene Einnahmen-Ausgabenübersicht zu erstellen. Sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst gerne ein Like. Solltet ihr Herausforderungen oder Rückfragen bei der Erstellung eurer eigenen Übersicht haben, hinterlasst gerne einen Kommentar mit eurer Frage oder kontaktiert uns auf den gängigen Kanälen. Wir versuchen uns schnellstmöglich bei euch zu melden. Wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, abonniert gerne auch unseren Kanal. Alles Gute für eure privaten Finanzen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.